klein. Auf Gummi. Ja. Okay, das war knapp. Ja. Süß. Aber wir schauen mal, wie groß er ist. Hast du nass gemacht? Ja. Wie groß? 47. 47, na geil. Yep. Ne, wieder, also ist wahrscheinlich ein bisschen größer als der andere. Eingesackt. Wieder auf Gyrostar 6 Inch, aber dürfte ein bisschen größer sein, also vielleicht die Führung beim Hecht ein bisschen ausgebaut. Ist der jetzt reingetockt? Da war das Biss? Weiß nicht so richtig. Ist der jetzt reingetockt oder nicht? Ja, voll. Ich wusste nicht, ob er beim Anziehen gegen irgendwas dagegen gestoßen. Mhm. Guido, geht ab. Nächster. Der ist böse. Rattenscharf, was du hier abziehst, ne? Nächster Fisch, bisschen kleiner. Aber wir wollen gerade Stückzahl fangen, weil wir in der Länge mit 61 eigentlich ganz gut sind, aber ich glaube geworfen nicht höher kommen. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, machen wir erstmal Stückzahl. 49. Und zack. Ich habe hier gerade mal so einen neuen Adusta Prototyp noch drauf gemacht. Wie gesagt, der ist noch nicht ganz fertig. Der wird später ein anderes Dekor haben und dementsprechend auch noch ein bisschen schöner aussehen. Aber da die letztes Jahr auf so einen quietschgelben Kupito ganz gut gefangen haben, kann es vielleicht auch die richtige Farbe sein. Wir werden es mal ausprobieren. Da ist er. Ist er gut, oder? Nein, ja. Ist er echt, glaube ich. Aber wurscht, Zentimeter. Wer weiß, was am zweiten Tag am Ende rauskommt. Ups. Ich hab den Hecht. Die darf da aber selber eintragen. Ich hab den Hecht. Ich hab gehechtet. Ah, und ich hab's wieder geschafft. Sehr gut. Alter. Jeden Fehler zweimal. Es ist Wie haben mir wir gesagt, oder? Es ist mir ein bisschen peinlich, aber ich habe einen Hecht. Ja, das sind nämlich genau die immer ganz schöne Verletzungen bei den Fingern machen, diese Größe. Mir können wir da in sag ich, 20 Meter Abständen driften, bis es finster wird. Er hat schon angeklopft gehabt, ja. Er ist gut. Wo kommt er? Der ist gut. Wo kommt er? Geiler Scheiß. Was? 70 oder? Alter Fuchs. 70 oder? Jetzt hat sich das Kameramann-Mikrofon einmal überschlagen, glaube ich. Yes! Ich habe es gewusst, dass da jetzt der Hecht kommt. Ist das fett? 70 oder? Der hat 70 sicher, ja. Boah! Jesus. Okay. Ja, gewusst, heute ist der Tag. Da Ja. kommt man mehr bei dir, das ist ja. 6,72. Jawohl. Ah, jawohl. Jawohl.
Sehr geil. So, da, danke lieber Hecht. Und tschüss. Ja. Mini-Barsch, oder? Ja, aber extra mini. Aber extra Mini. Ja, der muss gemessen werden und eintragen. Das sind die 3 cm, die entscheiden. Ja, schau her, der hat Der hat massive, 2,5 cm. naja, nein, eigentlich hat er 12. Look. Dann gewinnt Mein wahrscheinlich der die Menge bei den Zander hat. Ja klar. Weil der hat die Zentimeter. Der macht die meisten Meter, genau. Was wiederum bedeuten wird, ja, wir sollten Zander fischen gehen. Der Keiteich, den du oben hast, der ist eigentlich eher für einen großen Barsch immer gut, muss ich sagen. Ja, Der 4 Inches, oder welche Größe ist der? 3,5 glaube Ja. Ja? Ja. ich. Ja, geil. Läuft doch, warte, ist er schon da? Gleich. Geht schon. Ich bin super. Ja, Ist schon bereit. ich will mir nicht zu viel Gas geben. So zu überblättern mag ich nicht, weil das taugt mir auch nicht. Oh, jetzt habe ich schon geglaubt, das ist ein Barschkürz. Ja. Geil. Ist gleich weiter. Cool. Jawohl. Cool. Groß und weiß. Wie immer. Wir sind da stationiert. Neunzehn, 6, 40. Every cast counts. No. Wir haben jetzt Tag 2 und ich möchte kurz ein bisschen unsere Strategie für heute erklären. Die deutschen Kollegen haben uns ja gestern quasi geschlagen, kann man sagen, mit dem Zwischenstand. Es war ein 2-2, aber die Gesamtzentimeter, die sind bei den Deutschen mehr. Und die haben den größeren Barsch, die meisten Zander, und wir haben den größten Zander und den größten Hecht. Jetzt ist unsere Strategie, dass wir die ersten Stunden des Tages dazu nützen, den 33er Barsch von den Deutschen zu schlagen. Ich hoffe, das gelingt uns. Wir sind da jetzt bei einer Steinpackung und ein paar Segelboote hängen da. Das ist eine Fährstelle und wir hoffen, dass da sich ein halbwegs guter Barsch überreden lässt. Sollte das nicht funktionieren, dann werden wir irgendwann abbrechen und weiter versuchen, auf Zander zu angeln, den Hecht. Auf den fischen wir erst wieder, wenn sich beim Telefonat zur Mittagszeit herausstellt, dass vielleicht die Kollegen einen größeren Hecht als wir gefangen haben. Ja, und somit starten wir gleich rein. Ich werde mit einem Rapala Jointed Shad Wrap versuchen, aufs Ufer zu werfen. Und ja, los geht's. Ab geht's. Das ist eine gute Tiefe, 4,5 Meter. Strukturreich. Erster Fisch. Boah, ist ein Hecht. Ist ein Hecht, ja. Erster Wurf, erster Fisch. Nicht einmal ein schlechter, glaube ich. Oder wie der bockt hat. Der Hund ist drauf. Kein Stall natürlich, gell, ist klar. Und für ganz Glück. Sitzt noch nicht. Jetzt geht er. Langsam. Ganz ruhig bleiben, dass es sich nicht schreckt. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig. Sag mal. Yes! Alter, das gibt's ja gar nicht. Der Der Hund hat ja 90 oder was hat denn der? Ja, 80 hat er gut. Also, scheiß mich an.
Erster Wurf. Erster Wurf des Tages. Also der bringt uns jetzt wahrscheinlich auch in Sachen Zentimeter auf Platz 1 bei der Länge. Puh. Ja, bist du fertig. Petri Herz und Petri, Dank. Gernhecht. Für da ist er raus. Das ist ja nichts mehr, oder? Jetzt wird er mal gemessen. 84. 84 cm. Tag 2. Erster Wurf beim Barschangeln. Ich glaube, da stellen wir sie jetzt ein wenig nebeneinander und präsentieren den Fisch. Da gibt es Das halt ist- den Köder noch her. Natürlich, wenn es der Andi Ohne macht, geht das Stahlverfahren. auch ohne Stahlverfahren. Wunderbar. Extrem geiler Fisch. Traumfisch, ja. Da kann man nicht meckern. Puh. Somit wäre das Thema Hecht auch jetzt endgültig abgehackt, glaube ich. Das musst du erst einmal toppen da drinnen. Und tschüss. Einmal angejiggt. Bremse noch nicht eingestellt, nichts. Kannst die Barschkelle nehmen. Ja. Alter! Die war noch auf vom Ziehen fürs Auto. Also, dass ich das einstellen kann. So. Tag 2 geht hoffentlich so weiter, wie Tag 1 geendet hat. Erster Wurf mit dem Carolina Rig wieder. Blood Orange. Bremse noch nicht mal eingestellt, weil die noch weich war fürs Auto, damit ich das alles einstellen kann und richtig hinziehen kann. Hing aber Gott sei Dank und jetzt der erste Zander bei mir. Yoga hat die eben gerade schon Fehlbiss 2 Minuten vorher. Kann so weitergehen. Groß? Geht. Schnell. Ist schon gleich da. Pelagisch, wie geil. Nächster kleiner Zander, genau unterm Boot gebissen diesmal. Wird sehr, sehr hart heute anscheinend. Kein Wind, viel Sonne und müde Angler, aber wir geben unser Bestes und es ist der zweite gelandete Fisch. Gab noch ein paar Fehlbisse. Harte Nummer heute. Zander, wie groß? 54. Ich habe jetzt gerade diesen kleinen Barsche gefangen, den messen wir schnell. Und dann darf er zurück ins Wasser. 20 cm. Trotzdem ein schönes Tierchen. Darf zurück ins Wasser. Wir haben da ein Starwelt 1674 TL Pro. Das TL steht quasi für Pinnensteuerung, also das Ding gibt es auch mit Steuerstand. Die Boote sind in Österreich über die Firma Max Fishing erhältlich und ausgestattet ist das Boot standardmäßig mit 2 von diesen Drehsesseln. Und ich persönlich habe mir dann noch, was die Technik betrifft, einiges installiert. Natürlich einerseits 10 PS Motor von Honda, der die Obergrenze ist am Lipno. Motorisierbar wäre es bis 50 PS, das Boot. Dann habe ich da ein Humminbird 899 Echolot montiert. Das ist jetzt nicht der letzte Schrei, aber für die meisten Zwecke auf jeden Fall noch ausreichend. Zusätzlich haben wir vom Hans-Peter das Garmin an Bord
das wir vor allem auch für die, als Kartenplotter parallel zum Echolot nutzen. Und ein 80 Pfund Schub-Bugmotor von Minkota habe ich vorne noch drauf. Da hört man vielleicht im Hintergrund ein paar Geräusche. Das war das Hoppala des ersten Übungstages. Da ist dieser Motor mal während der Fahrt mit dem Auto nämlich quasi heruntergekippt und hat ein bisschen einen Schlag bekommen. Aber wir fischen den jetzt weiter, weil wir brauchen ihn einfach zum Ankern. Und eine kleine Neuheit habe ich auch noch an Bord. Das sind die Rebel Cell Akkus, die 24 Volt, 50 Ampere-Stunden Akkus. Ich habe vorher AGM-Batterien gehabt an Bord. Die waren natürlich hervorragend geeignet für die Fischerei. Da hat er das Stück mit 105 Ampere-Stunden 32 Kilo gehabt. Und der Rebel Cell Akku, da habe ich auch 2 verbaut, die haben eben pro Stück 10 Kilo. Das heißt, ich habe da eine immense Gewichtsersparnis. Und die haben zwar nur 50 Ampere-Stunden, die Besonderheit bei den Lithium-Akkus ist aber, dass man es fast bis zur Gänze entladen kann. Jetzt ist da der 50 Ampere-Stunden-Akku quasi gleich oder ebenbürtig mit einem 105 Ampere-Stunden-Akku mit dem AGM-Verfahren. Also bisher kann man nur sagen, die haben wirklich bis zum letzten Quäntchen einen enormen Schub. Da gibt es jetzt keinen Energieverlust und ich bin sehr zufrieden. Auf den Langzeittest darf man halt noch gespannt sein natürlich. Und jetzt kommt die Fähre, jetzt werden wir kurz ein paar Meter versetzen. Bleibst du bei den Cranks? Bei den Cranks, ja. Weil dann tue ich jetzt mal einen Gummifisch auf vielleicht. Ja. Ich habe da immer das Gefühl, dass der 7 cm Lieblingsköder da in dieser naturweißen, durchsichtigen Farbe. Stecher kommt. Ich glaube, ich habe auch an die Trainingstag einen Barsch gefangen mit dem Köder. Ja. Und dieser Barsch ist dann ist er gut. Ich glaube, es ist ein Zander, weißt du? Nein, ist ein Riesenbarsch. Ein Riesenbarsch. Lass der Zeit, lass der Zeit. Jawohl. Der Riesen war jetzt übertrieben, aber ich glaube, die 33 könnte er haben. Ja, ist das geil. Bist du ein Monster? Ich weiß nicht, was los ist. Hey. Bist du ein Ich weiß nicht, was los ist. Na, 33 hat er. Naja, man darf gespannt sein. Hat er nicht, aber wenn der. Soll ich da was sagen? 33. Exakt. Nein, hat er nicht über da. Exakt 30. Okay. Exakt 30. Ja, aber da ist er 33. Da ist er 33, auch wenn der da ist. Soll ich auch auf Gummi wechseln? Müsst denselben, oder? Ich hab den mit 10 Gramm. Ja, wenn sich einer bei den Barsch Zander wieder gut rennt. Müssen wir schauen, ja. Ein kleiner oder so. Ein Barsch hoffentlich. Ein großer Barsch. Zander. Jawohl! Sehr gut. Dankeschön. Mit deinem Twister. Ist ja Wahnsinn. He? Oh, 45. Warte. Ja, genau 45. Okay, wieder eher kleinerer Zander. Aber Fisch ist Fisch. Nein, Ja, aber den Müll brauchen wir trotzdem. Jawohl, Hans-Peter. ich, wie gesagt, kümmere mich um die Kleinen. Du kümmerst dich um genau das, was wir brauchen, und zwar das Stückzahl, weil das ist der Punkt, der uns fehlt. Das 44. 45. 43. 43. Passt schon. Ja, ist interessant. Total andere Fischerei jetzt mit den 12 Gramm. Der war für meinen Geschmack sehr aggressiv. Hat ihn beim Ausziehen noch nicht in der Absenkphase, sondern beim Aufsteigen sogar genommen.
Was untypisch ist für den Sand. Er fickt sie alle. Nächster, gleiche Größe wie davor. Auch wieder ganz unten am Grund. Sind wohl sehr, sehr passiv gerade und müssen echt penetriert werden. Aber ja, hat jetzt eine Viertelstunde gedauert, dann kam der nächste. So darf es erstmal weitergehen, ne? Genau, 50, okay. Guido, jetzt kann ich wieder schmieden. Geil, ey. Und nächster. Diesmal sehr, sehr klein, aber auch der geht in die Wertung mit der Stückzahl. Das ist das Wichtige, das wollen wir gerade machen. Ja, geil. Gott. Ja, egal. Fisch ist Fisch. Aua. Endlich mal einen Biss verwerten können, nachdem ich schon keine Ahnung wie viel Fehlbisse hatte. Nicht gerade der größte Zander. 37. Kleiner Klein. Nächster kleiner. Nächster kleiner. Wieder direkt am Grund. Jungs, jetzt ist unser Maßband weg. Es ist mir gerade aus der Hand gerutscht. Und dem Yugi ist gerade eiskalt das Maßband reingeflogen und mir der Fisch. Okay. 41. Ja. Trag's dir mal ein. Ja. Drauf ist die Stradic 2500 FK. Im Vergleich zur CI4 ist das eben eine Rolle mit einem Metallkörper als ein Ganzes. Es ist ein bisschen schwerer, vielleicht auch um ein Stück robuster und auch eine Top-Rolle. Es sind beide mit 6,0:1 übersetzt, also sehr schnell für die Sommerfischerei optimal, würde ich sagen. Ja, und die Route und die Hopp! Okay. Boah, jetzt hat mir aufgelegt, da noch. Besserer? Nein, aber okay schon. Ja, der ist gut. Boah, aufhören. Ja, gut. Eine andere Rasse, das ist die Freiwasser-Version von dem vorigen. Nein, der ist So, nicht, 61. 61. Aber ein richtig geiler Fisch. Super. Das gibt's echt nicht. Petri Heil. Danke. Guido hier. Servus Gigi, Andreas spricht. Hallo Andreas. Wie geht's euch? Gut. Alles klar? Und selbst? Ja, Yogi hat nur gerade das Maßband über Bord geworfen. Ach so, habt ihr es komplett verloren oder wie? Ja, Yogi hat da keine Lust mehr drauf gehabt, das war zu doof zum Messen. Und dann hat er gesagt, ich schmeiße es jetzt rüber und dann ist reingefallen. Naja, du, alles was nicht auf dem Maßband liegt, wird natürlich nicht gezählt, ist eh klar. Ja, also nein, wir hatten einen Fisch und er wollte es nass machen und dann ist ihm das aus den Händen gerutscht. Tatsächlich. Und ist untergegangen oder wie? Ja, sofort. Wahnsinn. Naja, dann müsst ihr halt mit dem Ja. normalen Lineal weitermessen. Genau, wir messen mit dem Pocket Scale. Ja, wie schaut's denn aus bei euch?
Also wir mussten die zweite Seite schon gut anbrechen. Und ihr? Ja, wir knapp. Also wie viele knapp. Zander habt ihr denn nun insgesamt, beide Tage Wie zusammen? viel Zander haben wir insgesamt? Eigentlich 15 oder 16, ich weiß es leider nicht. Yogi zählt mal kurz durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. 16. Wir haben insgesamt 11 Ja. Zander. Okay, 11. Alles klar. Und 2 Barsche hatten wir noch. Okay, die waren aber Ja. nicht größer als die anderen Barsche. Nein, Oder genau. als der 33er. Wie groß ist euer größter Zander? Immer noch 61. Immer noch 61. Wir hatten auch einen 30er Barsch Ja. und ich hatte auch noch einen Hecht. Okay, und wie groß war der Hecht? 84. 84. 84, ja. Du, nachdem wir jetzt unentschieden haben, wollt ihr euch vielleicht gleich nochmal melden und eure Länge mal addieren mit dem Smartphone? Ich habe schon eine Summe bei mir. Okay, können wir machen, ja. Rufst du mich kurz zurück, wenn ihr es habt? Die Nummer müsste ich haben, ja. Machen wir. Ja, passt. Gut, bis gleich. Alles klar. Gut, tschüss. Ciao. 84er Hecht. Mhm. Geil. Das ist gut, ey. Ja. Sag mal eure Länge, die ihr jetzt habt. Unsere gesamte. Ja, 926. wir haben 823. Ja, das ist ja knapp beieinander eigentlich, ne?